Unterwegs als Nomade in der Welt. Seit nunmehr 5 Geburtstagen an meinem 33. im Norden Indiens am Fuße des Himalaya an der Quelle des Ganga, dem heiligsten Fluss der Hindus und dem dreckigsten der Welt. Hier an seinem Entstehungsort ist das Wasser noch so klar wie die Luft der Berge. Doch wenn er zu einem mächtigen Strom herangewachsen ist und in den Golf von Bengalen mündet, ist er voller Blei und Zink, Müll und Fäkalien, Bakterien und Leichenteilen. Ich kam in Russland zur Welt, ein halbes Jahr nach dem Fall der Mauer, 1,5 Jahre bevor die Sowjetunion endgültig kollabierte. Angesichts des Chaos in ihrer Heimat zog meine halbe Familie nach Deutschland und da meine Oma mütterlicherseits zurückblieb, kauften meine Eltern eine Videokamera. Und wir begannen unser Leben in Deutschland für sie zu dokumentieren. Сначала первое время, когда мы приехали, он боялся выходить везде без нас. Даже на шаг боялся отходить, потому что языка не знал, да и друзей не было. А сейчас можно его уже искать, ходить, где он играется или у кого-нибудь дома находится. Ну а вот это любимое место их игровое, где всегда они играются, встречаются со своими друзьями. Meine Eltern ließen mit Mitte 20 ihr ganzes Leben zurück. Ihre Wohnung, ihre Freunde, ihre Träume. Sie begann bei Null, in einem Land, das sie zwar aufnahm, sie aber nicht wirklich willkommen hieß. In einer Gegend, in der die Einheimischen scharenweise Richtung Westen flohen. Sie arrangierten sich. Sie schluckten, sie ackerten, sie brachten große Opfer, damit ich es einmal besser habe. Sie wollten mich in einem Land aufwachsen sehen, das mir Möglichkeiten bietet, die es in ihrer Heimat bis heute nicht gibt. Was habe ich aus diesen Möglichkeiten gemacht? Женечки нашего сегодня 7 лет. Он должен за один мах, за один гусь их поддуть. Все. А мы сейчас посмотрим, какой он у нас сильный. Ой, ни одной же. Während Freunde in Deutschland Karriere machen, verteilt sich mein ganzer Besitz auf 2 Rucksäcke. Während manche von ihnen Häuser bauen, schlafe ich in Zelten oder Unterkünften für 10 Euro die Nacht. Während andere Kinder in die Welt setzen, tauche ich mit Mitte 30 irgendwo in Indien in einen Fluss, dessen Wasser stellenweise so verdreckt ist, dass der kleinste Schluck davon mich töten könnte. Der Ganges wird binnen 2500 Kilometern vom reinen Quell zur verseuchten Brühe. Was bin ich geworden nach 33 Jahren? बड़ा चिल्लर है भाई। बहुत ठंडा है यार। फिर वो वाला फुल क्रॉस करके Ja, auf Reise sind Feiertage und Geburtstage eigentlich ziemlich unbedeutend, zumindest für uns gewesen. Wir haben nie irgendwie großartig gefeiert und so auch heute nicht. Aber trotzdem ein schöner Tag bislang an meinen Geburtstagen. Ja, lässt man ja immer so ein bisschen sein Leben Revue passieren und ja, schaut sich an, wie so der aktuelle Stand ist und ob man zufrieden ist mit dem, was man hat. Und ja, wird dann manchmal auch ein bisschen sentimental. Ich glaube, das ist auch normal.
Ja, ist halt schon krass, wenn man jetzt so bedenkt, dass ich jetzt 33 geworden bin. Als 15-Jähriger habe ich mir mein 33-jähriges Ich definitiv anders vorgestellt und auch mich an einem ganz anderen Punkt im Leben gesehen. Bin jetzt nicht unzufrieden mit dem, wie mein Leben ist, also ganz im Gegenteil. Ja, natürlich in dem Alter vergleicht man sich auch immer mit anderen Gleichaltrigen, mit Freunden und mit ehemaligen Schulkameraden und mit ehemaligen Kommilitoninnen und so weiter und so fort. Und schaut natürlich, dass das Leben, was man selber lebt, leben ja die wenigsten. Und auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras ja immer grüner. Anna und ich sind beide so von unseren Familien her eher traditionell geprägt. Und da war immer so der ideale Lebensentwurf halt Familie, Kinder, Hausbau, so nach dem Motto. Dementsprechend schwirrt das natürlich einem immer im Hinterkopf herum. Natürlich hat man immer mal wieder Momente, wo man hinterfragt, ob man nicht hätte schon irgendwie, ob man zumindest die Reise hätte ein bisschen kürzer gestalten sollen, dass man jetzt vielleicht wo es auf die Mitte 30 zugeht, vielleicht doch schon irgendwie eine Art Base hätte, zumindest in Deutschland, auf die man aufbauen könnte. Ja, und so wird es halt sein, wenn man nach Deutschland zurückkommt, fängt man mehr oder weniger bei Null an vielleicht, aber ja, trotzdem hat man in den letzten Jahren halt unglaublich viel erlebt und ja, halt so viel mitgenommen auch für sein zukünftiges Leben und sich auch so krass entwickelt, dass ich das auf jeden Fall nicht würde eintauschen wollen gegen irgendeinen anderen Lebensweg, den ich hätte einschlagen können irgendwann in der Vergangenheit. Ist schon alles gut so, wie es ist. Zurück in Rishikesh, eine der bekanntesten Städte am Gange, südlich vom Himalaya gelegen, in einer der am dichtesten besiedelten Gegenden der Welt. Der Ort hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zum Touri-Hotspot gemausert. Trekking, Rafting, Bungee-Jumping. Rishikesh ist ein Abenteuerspielplatz. Die meisten aber sehen den Ort vor allem als Yoga-Hauptstadt der Welt. Den Grundstein dafür legte einer der einflussreichsten Gurus des 20. Jahrhunderts, Swami Sivananda. 1924 gründete er das erste Ashram in Rishikesh und lehrte fortan Yoga und Meditation. Heute, fast 100 Jahre später, ist die Stadt am Gangesufer übersät mit Yogaschulen wie der Nachthimmel mit Sternen. Die renommiertesten Gurus und Lehrer strömten nach Rishikesh, gründeten Schulen und Retreats und verdienen bis heute gutes Geld. Vor allem an westlichen Touristen, die im Zuge des weltweiten Yoga-Booms nach Rishikesh pilgern wie Moslems nach Mekka. In der Hoffnung, hier die wahre, die reine, die authentische Lehre vorzufinden, die ihnen dabei helfen soll, Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen. Und auch wenn alles zugebaut ist und mancherorts so wirkt wie Lorette Mar für die Generation Self-Care, ist der Ort außerhalb seiner Touri-Blase noch immer ein magischer Flecken Erde. Ein Sehnsuchtsort nicht nur für Westler, sondern vor allem für Hindus, die aus ganz Indien hier hinkommen, um sich im heiligen Wasser des Ganges zu waschen, um an dessen Ufer zu meditieren und in den zahlreichen Tempeln der Stadt zu beten. Unsere ersten 2 Monate in Indien waren äußerst intensiv.
Wir waren permanent auf Achse. Dieses Tempo würden wir nicht halten können auf unserem Weg über Land von Indien nach Deutschland. Deshalb ließen wir es für einen Monat ruhiger angehen. In Rishikesh. Rishikesh gefällt mir bis jetzt richtig, richtig gut. Ich finde es echt schön, es ist ruhig. Ja, hier im Ganges ist die Aussicht schön. Hier werden wir bestimmt ein paar schöne Momente verbringen. Ich werde hier einen Monat lang einen Yoga-Lehrerkurs machen. Unterwegs in den 5 Jahren wollte ich immer irgendwas Sportliches tun. Und Yoga bietet sich da halt gut an, aber mit Videos und so kam ich halt immer nicht so gut klar. Deswegen würde ich es gerne richtig lernen, sodass ich das halt auch richtig an mir selber anwenden kann. Ich freue mich auch auf die Menschen, die wir kennenlernen werden und darauf, dass wir jetzt einen Monat an einem Ort bleiben. Das tut auf jeden Fall gut, darauf habe ich gewartet. Diesen Yoga-Teacher-Kurs machen bestimmt um die 40 Leute. Ich hoffe einfach, dass die Atmosphäre gut sein wird und nicht irgendwie so eine Negativität da herrscht. Weil wenn man schon einen Monat an einem Ort bleibt, dann will man halt schon mehr Positivität als Negatives um sich haben. Und hoffentlich klappt das so, wie ich mir das vorstelle. Heute war der erste richtige Tag hier im Yoga-Zentrum. Der war auf jeden Fall ganz gut. Man hat so einen Eindruck von allen Menschen bekommen, die hier sind. Einen Eindruck von dem, was auf einen zukommt. Um 9:15 Uhr ging es zu einer Zeremonie, wo am Anfang ein bisschen gemeinsam gesungen wurde. In der Mitte stand ein Feuer. Der Mensch, der das geführt hat, die Zeremonie, hat die ganze Zeit dabei gesungen und Sachen verbrannt. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles passiert ist. Es war auf jeden Fall, ich finde es immer schön, wenn zusammen gesungen wird und es war so, wie soll man das beschreiben? Hat einem schon Gänsehaut gegeben und ich fand die Zeremonie echt gut gemacht und fand es auch schön, dass man alle so kennengelernt hat und dass sich jeder ein bisschen vorgestellt hat. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es morgen losgeht
bin gespannt, wie ich da mitkomme, weil ich glaube, mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, jeder hat schon Yoga-Erfahrung. Und ich habe nur so ab und zu mal ein paar Kurse mitgemacht. Also ich bin ein totaler Beginner und ich bin gespannt, wie ich mich entwickeln werde, ob das überhaupt etwas für mich sein wird für so eine lange Zeit und ob ich mich da wiederfinden werde. Und bin gespannt, wie sich mein Körper verändert. Ja. Okay, erste Übung. Versuchen, den Boden zu berühren. Mal gucken, ob ich das schaffe. Ich mache mal jede Woche so ein Video und gucke, wie flexibel ich werde jetzt in den 4 Wochen. Ja, mal schauen. Einfach mal. Mit durchgestreckten Beinen schaffe ich es ungefähr bis hierhin. Vielleicht, wenn ich mich ein bisschen mehr bemühe, ein bisschen weiter runter, aber mehr geht auch nicht. Zweite Übung, herabschauender Hund. Mal gucken, wie sich das verändern wird. Ich werde das mal jetzt probieren. Okay, der Scheduled ist jetzt da. 5 Uhr Wake Up, 5:30 Uhr bis 7 Hatha Yoga. Dann 7:15 Uhr bis 8:15 Uhr Meditation und Mantra Chanting. Dann 8:30 Uhr bis 9:30 Uhr Pranayama und Shatkama. Dann von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr Breakfast und Teaching. 11:30 Uhr bis 12:30 Uhr Self-Study. Yoga Anatomy, Yoga Philosophy. 17:30 Uhr bis 19 Uhr Ashtanga. Und 19 bis 20 Uhr Dinner. 21 Uhr Go to Sleep. Straffes Programm auf jeden Fall. Ja. Squeeze ball between it. No, just keep your hands there. Think about there's a big ball between your forearm. Previous position, not really balanced actually. I don't want to have the balance here. I only want to get the forward from the hips, go all the way down to the Uttanasana. Really inhalable. Stay there everyone. 5 breaths, downward facing dog. Lift the sitting bone all the way. And like if any problem like eyesight being part of this, anything if you want to share. Step or jump front to the half forward fold. Ashtang say go down fully forward fold. Junge, meine Beine tun so weh. Und dann so halten. So anstrengend. Meine Highlights ist jeden Abend Ashtanga Yoga. Das feiere ich richtig. Es ist so anstrengend und diese Posen und so, aber irgendwie macht es so Spaß, das zu lernen und irgendwie so an seine Grenzen zu kommen. Jetzt sind wir ja schon eine Weile da. Man hat sich eingelebt. Es ist jetzt Alltag geworden. Yoga macht auf jeden Fall übelst viel Spaß. Aber es ist halt so kräftezehrend. Irgendwie ist man von 5:30 Uhr bis 19 Uhr die ganze Zeit unter Menschen.
was echt schlaucht. Sich in so einer großen Gruppe einzuleben, schwierig, seinen Platz irgendwie zu finden. Ich musste schon lange nicht mehr in so einer Zwangsgemeinschaft unterkommen und da meinen Platz finden. Und ja, davor hatte ich irgendwie auch Angst, aber alles lief eigentlich ganz gut. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich trotzdem... Doch je mehr Zeit verging, desto mehr entwickelte sich die Zwangsgemeinschaft zu einer Familie. Join us, Lou! Welcome to the birthday. I love you guys. I don't know you. My name is Adonis. Where are you from? I'm from Greece. And what are you doing here? I came to Rishikesh to take the 200 hours certification of yoga teacher training, and I enjoyed so much until the last day. And the best part is that I met you people. I'm not alone. I have people, yeah. Not alone and sad. Hi, I'm Francesco from Naples, Italy, and I'm here in Rishikesh to study yoga, to practicing as well, and also to have fun time with very beautiful people that I found in this school, and I'm really enjoy this time here in Rishikesh. Garima. And where are you from? India, Dehradun. India. And why are you here? And what are you doing here? Practice yoga and to learn yoga and avoid people like him in life. My name is Raja, as you know. I'm from Chennai only. Chennai is from the south of India. I'm from Tamil Nadu. And I am in Rishikesh for learning yoga. Lưu Khao, Vietnam, learning yoga. My name is Dipanwata Nandi and I came here from Hyderabad, although I am from Kolkata. It's in the eastern part of India, and I'm here for the 200 hours yoga teacher training. It's been a very lovely journey. My name is Priyanka Kakaria. Where are you from? I'm from Surat, India. What are you doing here? I'm learning yoga and to learn how to teach too. How long are you doing yoga? From the last 10 years, and this is my 11th year in yoga. How old are you? 18. My name is Jigme Chinle. I came from New York, Queens. Yeah, here I came to attend a yoga class because, I feel like yoga is in our life, we need a healthy body, healthy mind. So I feel yoga is good for the physically or mentally both. Wir hatten nicht nur Glück, all diese tollen Menschen kennenzulernen, sondern auch Holi mit ihnen zu feiern. Es ist jetzt 5:21 Uhr. Ich muss los, hoch ins Gebäude, aufs Dach. Und dann ist Hatha-Yoga. Jeden Morgen ist ein Kampf. Aber jeden Morgen gewinnt Hatha-Yoga gegen meinen inneren Schweinehund.
There was like a max Place the palms next to the hips. Fingertips in the cup shape. And gently allow your eyes to be closed. Long and deep breath out. Touch the tip of the thumbs to the middle of the chest or to the bottom of the chest. Gently bring your hands on your knees, palms in your eyes, sorry. Cover your eyes. Gently massage in your eyes. Straight your back, exhale, gently bend your arms and go all the way back. Bring the forehead to the mat, to the floor. Allow the left buttocks to become off the mat. We're going to start more from the ankles movement. So inhale everyone, point the toes to you. And then inhale back, exhale forward. Keep the bottom leg straight, the top leg straight. And now gently pull the right thigh a bit closer to you everyone. Stay and think about keeping the back straight, spine straight. Relax the shoulders down. Relax the shoulders down. Inhale, raise the left leg all the way straight up. Keep looking at the left big toes, everyone. So gently bend, hinge from the hips. Release the fingertips onto the mat. And then one. Then inhale, everyone. Raise the arms all the way straight up to the stage. A little faster. Follow me counting. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, then 1. Then come all the way up, everyone. Raise the hands all the way straight up to the ceiling. On your buttocks, on your hip side, on your sacrum, not on the back. You're not shifting your hips to the one side. Take a long and deep. So, my name is Sonu. I'm from Rishikesh. I was born in Rishikesh. So, start my yoga journey around 2013. Studying in my school, so I don't never think about that I want to be going to the yoga. I started first learning about the Ayurveda, and when I was doing my Ayurveda things, so I saw like the pupils are more calm and more relaxed, more peaceful when they're practicing yoga. So I started my yoga and I keep going with that because it's helped me to calm down, to be relaxed, to be more gentle with myself also, and more with my relationship in every way. I think the end of the 2016, my friend suggested me start teaching now. You're really good into the things, you can give the command nicely and all those things. Then I came here and I start teaching. So that's how I like everything in the teaching. Like I meet every month with the new pupils. Every month we are conducting the TTC course. I'm seeing the new people, new pupils every month. It keeps me excited, learning from them, not just about the yoga, rest of the things also apart from the yoga. And what I really like in my teaching, after the class when the student says, Sonuji, I release my pain, I feel better, I feel now calm and gentle. This makes me also really happy also. I'm Sachin. I'm here in Rishikesh for almost been 12 years, but my hometown, my root is from the Devrayag. That is like the origin of Ganga, from the Ganga started. And I'm 23 years old and I've been teaching yoga almost for more than 4 years. One of my older brother's friend, he's showing me the handstand like slowly, and I just want to do on that time the handstand. I was, I guess, around 10 years old. So that's how I started to practicing like my yoga journey. Personally, I feel I never choose yoga or I never choose become a yoga teacher.
that's everything is like choose me. So that's kind of like universal energy. I believe that it's really hard to like feel that or to be in the present moment, but when I'm practicing the yoga I feel like okay, I'm really into that. And that's make me happy. That's what I always say, that I always wish to the universal energy and I believe in God. I always say that maybe you can took me anything from my life, anything, okay, but just the one thing I want to stay with my life, it's the yoga. I just need a time when I practice by myself to the yoga. That's the only thing. Yoga als Lebensmittelpunkt. Eine Philosophie, die in Rishikesh allgegenwärtig ist, selbst in den Ruinen am Stadtrand. Hierhin reisten 1968 die Beatles, um an einem Meditationskurs eines bekannten Yogi teilzunehmen. Sie verbrachten 7 Wochen in dem Ashram, schrieben in der Zeit mehr als 40 Lieder und machten den Ort weltberühmt. Doch auch wenn der Hype um Rishikesh blieb, wurde das Ashram Anfang der 90er unerklärlicherweise aufgegeben und ist heute nur noch ein Lost Place. Heute ist Sonntag, heute ist der einzig freie Tag in der Woche, während ich Yoga mache. Es tut auf jeden Fall gut, mal rauszukommen, weil man die ganze Zeit unter echt vielen Menschen ist und es ist wie so eine Klasse, die dauerhaft 30 Tage auf Klassenfahrt ist und deswegen ist es halt auch mal schön, so irgendwie was anderes zu sehen, andere Menschen zu sehen, unterwegs zu sein. Ja. In der Schule ist mir aufgefallen, dass es schon ziemlich religiös ist. Das heißt, dass wir vor jeder Stunde einmal Om und Shanti beten und auch vor jedem Essen. Ich weiß nicht, jeder folgt dem so blind und ich auch, weil ich finde, das hört sich schön an und irgendwie gibt es so ein verbindendes Gefühl in der Gruppe. Aber andererseits ist es halt auch so, ich glaube, wenn es nicht der Hinduismus wäre, sondern eine andere Religion, dann würden schon mehr Leute hinterfragen, warum jetzt gerade gebetet wird. Und auch die Mantren, die man singt, sind halt auch religiös. Was mich jetzt persönlich nicht stört, weil ich kann damit umgehen, aber es ist halt einfach seltsam, dass es vorher nicht erklärt wird und einfach jeder und jede dem einfach folgt, ohne irgendwie mal zu hinterfragen, so warum, weshalb machen wir das. Heute ist meine praktische Prüfung. Ich muss 15 Minuten einen Endteil der Yogastunde ansagen. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gar keinen Bock. Ich habe so keinen Bock. Warum stresst dich das so? Du kriegst das schon hin. Ich habe auch meine Tage. Ich habe im Moment gar keinen Bock auf die Scheiße.
Du bist ja auch nicht allein, du bist ja auch in deiner Gruppe. Ja, Ihr seid 5 Leute, du machst 10 Minuten. Das ist wie in der Schule ein Referat halten. Ich weiß. Und trotzdem habe ich keinen Bock. Du hast mir das doch gestern schon gezeigt, das ist doch voll gut, Mann. Ich will einfach nicht vor so vielen Menschen da sprechen. Das jetzt einmal, dann ist es vorbei. Ja. Kurz 10 Minuten. Mach dir nicht so Stress, Baby, glaub mir, Alter. Ja. Was soll ich jetzt noch sagen? Hab alles gesagt, hab keine Lust. Du kriegst ja schon hin. Ja. With your legs crossed, palms on your knees, back straight, shoulders down. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. 3, 2, 1. Now exhale, slowly lower the leg to the floor. Inhale, exhale. Just relax there. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, relax. 1, 2, 3. And exhale, bring your hands down in front of your heart centre for prayer pose. Now inhale, step your left foot back into low lunge, keeping your palms on the ground. Nice. Now push your hips down and forward into half moon pose. Your fingers, little fingers touching each other and kind of under your belly like that, or your pelvis. Yeah, right leg on the mat. 2, 1, release. Good job, you guys. Raise your chest and lift your arms. Yeah, lift your arms. And 3, 2, towards you. And look toward, kind of look between them. Okay, we can release. Okay, and now we're going to do the fish pose. Okay, now if everyone can sit on the mat and face me, bend back, so keeping your pelvis forward, and we're going to arch the back and look back, and you want to completely release the head and place both your palms on your lower back like this, and just hold that through a few breaths. Really making sure that you're maintaining, pushing the hips forward and opening the chest. And now stretch the arms up and breathe. And then put the arms to the left side and breathe out. Breathe out. Seven, 6, 5, 2, 1. Try to keep the back straight. To the ceiling. Bend the knees. Breathe out and slowly bend forward. Touch the belly to the thigh. Keep the back straight. Gently bring the hips back. And go slowly down. And look to the toes. With the knees to the right side. Release both legs and then do the other side. Put the legs a bit from each other away and point the toes to the right and left side of the room. 5, 4, 3.
But yeah, I don't like to speak in front of people, but I know you, so it was a bit easier, and everybody used to follow the instructions, and yeah, you helped me with your eye contact. You were more into us, not into your anxiety. So it was great actually. I'll just go quick some of the things. I love like the kirtan in the beginning. The last part is so calm and relaxed. Love it. You're saying do that, do this, like okay. I love it. That's great. Thank you. Noch 4 Tage, wie fühlst du dich? Ich freue mich, dass es bald vorbei ist, aber ich bin auch ein bisschen traurig. Also, ja, irgendwie hat man so viel gelernt, irgendwie kann ich noch gar nicht greifen, was man gelernt hat. Aber die Zeit hat halt unnormal geschlaucht, ging aber auch übel schnell vorbei und ich war froh, dann in ein paar Tagen mal ausschlafen zu können. Was wirst du vermissen? Jeden Tag das Yoga, morgens und abends, das wird mir, glaube ich, am meisten fehlen, so eine Struktur zu haben, was das angeht. Ja, sonst, ich hasse es ja immer, wenn so, man hat sich länger darauf gefreut, es geht etwas vorbei, wo man jetzt länger war, sich mit Leuten angefreundet hat und so, und das geht jetzt auch vorbei und das ist schon wieder traurig. Ja. Worauf freust du dich? Ich? Ja. Pakistan. Heigen, du überredest mich immer zu Sachen. Aber am Ende werde ich es mehr mögen als du. Sag ich immer so. Ich lerne gerade in 15 Minuten das Examen für die Yoga-Teacher-Training-Kurs. Ja, mal gucken. Noch auf den letzten Drücker Wissen in meinen Kopf bekommen. Es ist, was es ist. Das Wichtigste nehme ich für mich mit. Und das lerne ich auch nur. Deswegen ist egal. Wird schon. Vor allem, warum sollte ich sowas wie 7 Chakren lernen? Weißt du? So richtig unnötig. Meditation. Samadhi. Free from everything. Realization. नमो नमः दिव्यमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि हे ओम शंकर सप्तरि देवता तरुण मेरे नील व्याला यज्ञोपवीते ऋतु समय सप्रया विघ्न विच्छेद हेतु जयतु बटुकनाथ सिद्धिदाशादकानां ते खुजगमयाः अग्निर्जिह्वा मनवः त्राण चक्राजरसं तनो नाम पुत्राशो जत्रा पितरो भवन्ति मान मुझे होना ओम दिव्यमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः ओम हस्तो प्रक्षालनं ओम ताभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा जासि गर्भधम्मा स्वाहा गायत्री तृष्टोर्मोक्षे अमामृता स्वाहा निवर्तन्ते भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रकृति प्रचिता पुराणे स्वाहा बन्धना मृत्योर्मोक्षे अमामृता स्वाहा
relax your body and mind completely. No tense, no thought, no doubt in your mind. Chant the mantra. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवास सुमति संगी कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंडलाय जगत प्रिय हरिपुराय द्रौपदी कीनाय बहुत बड़ाई Every month there is something like how many people will go home. Touchwood this month, as I said to someone this morning, people have behaved very well this month. Everybody went together. Everybody was laughing, smiling. Anna. I'm thankful for everyone I met here, and I like to say I will always meet people twice in life, so I hope to see you again soon. Quick, I take for you. Big smile. Ich hab's geschafft. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt ein bisschen durchziehen kann und privat auch Yoga praktizieren werde. Ich hoffe es auf jeden Fall, ich nehme es mir auch vor. Aber die Realität ist immer dann anders als gedacht. Hier in diesem Monat habe ich auf jeden Fall echt viel für mich alleine gemacht. Ja, ich freue mich auch wieder Zeit mit Eugen oder mit dir zu verbringen. Da freue ich mich am meisten, dass wir dann wieder in unsere Routine kommen. Und ja, war schön, aber bin auch froh, dass es jetzt zu Ende ist. Damit endet auch unsere Zeit in Indien, denn Annas Geburtstag steht bevor. Den möchten wir in ihrem Geburtsort verbringen und der ist weder in Indien noch in Deutschland.